So, meine Lieben, da sind wir zum ersten Let's Play auf diesem Kanal bei den expliziten Zungen von mir, dem Schlonz, für euch da draußen. Wer die 5. Folge des Piles of Gamecast gesehen hat, den Pile of Hope, Entschuldigung, wird wissen, was jetzt hier passiert. Da habe ich es ja angeteast, Vampire the Masquerade Swansong, dass ich das wohl mit euch spielen werde. Wissen ich werde es spielen und ihr werdet mir da verdammt nochmal bei zugucken. Ob ihr wollt oder... Ja doch, ob ihr wollt. Oder nicht. So, mal gucken, ob ich... ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig große Redner, würde ich jetzt von mir behaupten. Das heißt, jetzt hier permanent zu spielen und dabei pausenlos zu quasseln, das ist jetzt, glaube ich, nicht meine Art. Schauen wir mal. Falls es hier mal zu stillen Momenten kommt, dann bin ich wahrscheinlich auch gerade im Modus und habe halt gerade nichts zu erzählen. Wenn es was zu lesen gibt, werde ich lesen. Wenn ich nicht dran denke, bitte verzeiht mir, müsst ihr selber lesen. Jo, ich werde dieses Spiel blind spielen, wie es so schön heißt. Lasst euch nicht von dem Fortfahren da irritieren. Ich habe natürlich die ersten Minuten jetzt schon reingeschaut. Das hatte jetzt aber eher Tongründe, dass ich jetzt einfach gucken wollte, hey, wie klingt das? Wie funktioniert das? Ich bin ja hier blutiger Anfänger. Aber ich weiß jetzt von dem Spiel effektiv, jetzt habe ich jetzt auch nichts gesehen. Ich bin bloß ein paar Meter gegangen, mehr habe ich gar nicht gemacht. Ja, gibt es jetzt sonst noch irgendwas zu erzählen? Großartig. Nee, glaube nicht. Vielleicht zu dem Titel, Swansong. Da habe ich mich mal schlau gemacht, weil der Name Swansong konnte ich jetzt nicht wirklich was mit anfangen, aber es ist natürlich auf Deutsch der Schwanengesang. Und so nennt man das letzte Werk eines Menschen. Sprich, das letzte aufgenommene Lied eines Musikers zum Beispiel, die letzte Rede eines Politikers, bevor diejenige eben dann verstorben ist. Also die letzte Botschaft, so im übertragenen Sinne. Laut Kritiken und was man so über dieses Spiel gehört hat, soll es ja auch um einen Mord gehen. Also wird es hier wohl eher eine detektivische Sache. Dann passt das natürlich zu diesem Schwanengesang ja schon irgendwie, gell? Wie dem auch sei, jetzt nicht noch länger labern, fangen wir mal an hier. Ja? Also, auf geht's. Möchtest du fortfahren? Ja, möchte ich. So, Gemächer des Prinzen. Der Hof von Boston ist in Aufruhr. Code Red wurde ausgerufen. Das heißt, eine erhebliche Krise ist ausgebrochen. Leisha und Caleb werden vor den Prinzen zitiert. Fortfahren. Jawohl. 4. September 2019. Das war auch noch vor Corona. Ah, die ist gut. Ah, die wissen ja noch gar nicht, was ihnen bevorsteht.
just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. No, it's happening. What's happening? No, it's too late. It's too late now. They're coming. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. So, die Fähigkeiten. In Dialogen erfordern manche Antworten den Einsatz von Fähigkeiten. Deine Fähigkeitenstufe wird mit der deines Gegners verglichen, der höhere Wert gewinnt. Fällt der Wert einer Fähigkeit auf 0, kannst du sie nicht nutzen. Willenskraft 12. Der Einsatz einer Fähigkeit verbraucht Willenskraft. Gewinnt dein Gegner, erhältst du am Ende des Dialogs etwas Willenskraft. Ich bekomme Willenskraft, wenn ich verliere. Das schauen wir mal. Das glaube ich irgendwie nicht. Das klingt komisch. Werden wir schon herausfinden. Ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall, dieses Spiel basiert ja auf dem Pen and Paper Vampire the Masquerade. Pen and Paper, sowas wie Dungeons and Dragons, Cyberpunk, das schwarze Auge. Also, haben sie wohl... Ich habe das nie gespielt, kenne mich damit jetzt nicht wirklich aus, aber dieses mit den Stufen und das höhere Gewinn, das klingt halt schon sehr nach Pen and Paper, also da werden sie sich schon dran gehalten haben. So, gucken wir mal. Also das wird wohl nichts hier überzeugen, Erfolg 0. Aber das hier, das kann ich eh nicht anklicken. Also, ich glaube, wenn der Erfolg bei 0 ist, dann ist das sowieso
ist nicht möglich. It's not like you had anything to do with it. I'm sure. You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to Phase 2. We clean house. Da sind die Haare geflogen. War das schon der erste Bug? Ja, egal, sowas stört mich nicht. Da bin ich recht schmerzfrei bei sowas. Was ist ein Code Red? Did you say this is the first Code Red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. What comes after Phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding, as far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Disziplinen. Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie von ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplinen. Einige Disziplinen können in Dialogen verwendet werden, wie bei den Fähigkeiten gewinnt auch hier die höhere Stufe. Nicht allen Vampiren stehen alle Disziplinen zur Verfügung. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen, doch die meisten von ihnen können sich nicht vor Disziplinen schützen. Hunger. Der Einsatz einer Disziplin generiert Hunger. Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte des Vampirs ein. Vampire, die ihr Hungerlimit erreichen, können die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfangen und von ihm trinken. So, das heißt hier Überzeugen ist Willenskraft, das heißt, da verliere ich Punkte auf meiner Leiste und die Hungerleiste, die erhöht sich. Die muss ich also klein halten. Das ist jetzt hier mit einen Punkt habe ich und sie 3. Das heißt, ich verschwende jetzt quasi. Aber das gewinne ich ja nicht. Das hier kann ich nicht einmal auswählen. Na gut. Ist so, es ist der Anfang. Was soll schon passieren? You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Imem. My dear Imem. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial.
The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Ach, die gute Frau hat eine Pigmentstörung. Damals in der Schule, in meiner Parallelklasse, war auch ein Junge, der hatte das auch. Zwar nicht in diesem krassen farblichen Unterschied. It's gonna be a long night. Aber, naja. Miss Lewis, welcome. Hi. So. Da sind wir. Übrigens, Prinz ist jetzt nur ein Titel, der jetzt nicht wirklich vergleichbar ist mit unserer Menschenwelt. Falls die Fragen aufploppen sollten, warum es offensichtlich ein weiblicher Prinz ist und dann dementsprechend keine Prinzessin ist. Also das ist einfach ein vampirischer Titel. Wir müssen uns von dem Gedanken trennen, das mit uns Menschen zu vergleichen. Es ist ein weiblicher Prinz und so ist es. Es gibt halt dementsprechend auch keinen König, weil der Prinz ist einfach schon das Höchste. Fragt mich bitte nicht, warum das so ist. Ich habe ja auch nur den Bloodlines-Teil gespielt. Den allerersten, den Redemption, habe ich angespielt, aber nicht durchgezogen, weil ich dieses... Ich weiß auch nicht. Who's she, Hat mich nicht so Caleb? gebockt. Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Diese Dame ist ein Ghoul. Der Ghoul von Caleb. Ghule sind Menschen, die ihr Blut quasi einem Vampir spenden, sich ihm quasi unterwerfen, dadurch auch mehr Kräfte, mehr Lebenszeit gewinnen und das ist für sie wie eine Droge, ausgesaugt zu werden. Aber sie werden nicht zu einem Vampir. Das passiert durch den Kuss des Vampirs. Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the Code Red? Could be. We should have all been at that party. But a code red is a code red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Entschuldigung. He is your child. Das würde ja bedeuten, dass dieser alte Mann quasi durch ihn zum Vampir wurde, oder? Ich weiß es jetzt auch nicht. Er ist ein Mitglied der Erstgeborenen. Na, dann kann er... Ja, wer weiß, was es mit dem auf sich hat. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, sie möchte wohl zum Vampir werden.
Ja. Da bleibt sie jetzt wohl erstmal noch als Ghoul ein bisschen sein Handlanger. Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, MM! I won't let her get away with this! All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. So, noch was. Der Dialog Fokus. Fokus ermöglicht dir das vorübergehende Steigern einer Fähigkeit um 1 oder 2 Stufen. Je mehr du deinen Fokus steigerst, desto höher sind die Kosten für die Willenskraft. Damit du sie fokussieren kannst, muss eine Fähigkeit einen Mindestwert von 1 Punkt aufweisen. Disziplinen oder Kenntnisse kannst du nicht fokussieren. Na gut. Fokus. Weißt du etwas über den Code Red? Um ihren eigenen Kram kümmern. Ich kann das nicht lesen. Da 1 von 2, 0 von 3. Unentschieden. Sind die Fähigkeiten oder Disziplinen identisch, ist das Ergebnis des Konfliktes ungewiss. Die Siegeschancen lassen sich durch Boni oder Mali oder im Austausch gegen Erfahrungspunkte beeinflussen. Das hier können wir jetzt nicht nehmen. 30% Erfolgschance. Das ist nicht so viel. Wahrscheinlich 3, ja. Gegnerverhalten, Fokus. Deine Gegner können auch ihre eigenen Fähigkeiten fokussieren. Im Gegensatz zu dir ermöglicht ihnen das Fokussieren lediglich das schrittweise Steigern ihrer Fähigkeitsstufe. Spielerverhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner fokussiert, wird durch einen Prozentwert dargestellt. Je aggressiver du bist, Fähigkeiten fokussieren, Einsatz von Disziplinen, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Gegner ebenfalls fokussiert. Do you know what this Code Red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey. Of course. I always warned you that girl was trouble.
Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. I'd better hurry. What So, about Jara? I haven't seen her. da steht Chancellor einer. Drury is not here, nor is Dr. Da steht Dunham. einer. Mr. Leto's teams are trying to reach Ja. them, but Nobody's answering? Sorry, ma'am. You can't come through here. Miss Lewis. Okay. Ma'am, we haven't seen you here in ages now, have we? Let's holster our weapons. I'm only here because of that goddamn code red. Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Why? You wanna invest? Don't tempt me. Gegnerischer Fokus 20%, Erfolg 0. Fokussiere 6 Punkten. Nicht immer noch. Nee. Das bringt mir nichts. I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough for your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. I'm waiting for Caleb. Sorry, ma'am, but I'm waiting for Caleb. They've all got such long faces. Hey, Abby. Hey, Mem. Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please? I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Gut, ihn hier noch. Sorry, that's not possible. That's not possible. did you want something? Okay, will nicht. Hazel's waiting. Ja, okay, ich gehe ja schon. Gut. So, und genau bis hierhin bin ich auch mit meinem Testlauf vorhin gekommen, wo ich das mit dem Ton ausprobiert habe und so weiter, mit der Aufnahme etc. Das heißt, bis hierhin habe ich das jetzt schon gekannt und ab jetzt wird es dann auch für mich wieder blind. Ja, ich denke mal, das darf man als Blind Run zählen, oder? Die paar Minuten. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge dann zu der guten Frau Prinz Hazel Dingsbums. Ich habe den Nachnamen jetzt vergessen. What is taking so long? Ja, wir machen schon. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao.